Mein persönliches Highlight aus dem Jahr 2025 war die Verleihung dieses Preises durch die Costa-Ricanische Berufsbildungskommission für die langjährige Unterstützung bei der Implementierung der dualen Berufsausbildung vor Ort. Und dieser Preis geht natürlich auch an uns als Team, denn er zeigt, wie wir vertrauensvoll und konstruktiv mit unseren Partnern vor Ort zusammenarbeiten. Ja, für mich persönlich war 2025 auch wieder die Südafrika-Kooperation sehr wichtig. Und das absolute Highlight war ein Studienbesuch einer ganz breiten Gruppe von südafrikanischen Stakeholdern nach Bremen und Hamburg, wo wir gemeinsam darüber gesprochen haben, was die Anforderungen sind an das Lehrpersonal in der beruflichen Bildung in Südafrika. Und von da aus können wir 2026 richtig gut weitermachen. Mein Highlight 2025 war das Anfragenmanagement bei GoVT. Wir hatten 2025 444 Anfragen aus über 60 Ländern und die erreichten uns übers Postfach, über LinkedIn oder über unsere Hotline. Und das hat uns sehr gefreut. Mein Highlight 2025 war die Republika in Berlin. Im Mai vergangenen Jahres hatte ich die Gelegenheit, Bundesbildungsministerin Karin Prien bereits 3 Wochen nach ihrem Amtsantritt die Arbeit von GoVT und die internationale Berufsbildungszusammenarbeit der Bundesregierung vorzustellen. Mein Highlight 2025 war die Umsetzung der Landingpages in 9 Sprachen. Wir bieten der Zielgruppe den Mehrwert, dass alle gesammelten Informationen und Materialien über GoVT, das Berufsbildungssystem und das duale System in Deutschland aus einer Hand zu finden sind. Mein Highlight in 2025 war die Zusammenarbeit mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Rahmen eines Lehrauftrags im Studiengang Nachhaltige Sozialpolitik. Es hat eine große Freude bereitet, jungen, engagierten Studierenden das Thema Berufsbildung näher zu bringen. Ende 2025 haben wir den GoVT-Podcast auf die Beine gestellt. Und das war definitiv mein Highlight. Mit Tiva Talks, so heißt unser Podcast, wollen wir den GoVT-Kooperationsländern ein neues Format für den Austausch mit der Community anbieten. Inspirierend und auf den Punkt gebracht. Ein ganz besonderes Highlight war, dass ich meine Auszubildende, dass sie die Zwischenprüfung bestanden hat. Und das nicht nur einfach so, sondern sehr, sehr gut. Und da bin ich sehr stolz drüber. Mein Highlight 2025 waren ganz klar die vielen Begegnungen. Besonders schön war zu sehen, wie die Sichtbarkeit unseres Programms gewachsen ist. Gleichzeitig habe ich unsere israelischen Partner kennengelernt, persönlich und virtuell. Und ich muss sagen, hier steckt richtig viel Potenzial drin und ich freue mich sehr auf die kommenden 1,5 Jahre. Besonders interessant fand ich 2025 unser Fachseminar Lernen von anderen. Denn insbesondere vor dem Hintergrund der transformativen Herausforderungen, die es aktuell für die Berufsbildung gibt, können alle, ob unsere Partnerländer oder Deutschland selbst, von den Anregungen von außen und den Erfahrungen anderer profitieren. Auch 2025 war eines der Highlights, dass über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt sich darauf eingelassen haben, einen interaktiven Workshop mitzumachen, der zeigt, wie Nachhaltigkeit in Aus- und Weiterbildung entlang globaler Lieferketten funktionieren kann. Mein Highlight 2025 war das Fachseminar, das wir gemeinsam mit der European Training Foundation im Dezember zum Thema Jugendgarantie organisiert haben. Uns ist es da gelungen, ein komplexes politisches Thema von der Praxisebene bis zur politischen Ebene hin umfassend darzustellen und das Ganze vor einem großen internationalen Publikum. Mein Highlight 25 war die Qualität des Austausches mit 41 Delegationsbesuchern aus verschiedenen Ländern. Fachkräftemigration war ganz klar unsere Priorität für diese Jahre. Unser Ziel war, nachhaltige Rahmenbedingungen schaffen, in denen Partnerländer Deutschland und von allem Fachkräfte aus dem Ausland profitieren. Mein Highlight 2025 war, dass ich mich mit einem meiner Lieblingsthemen ganz viel beschäftigen durfte, mit KI. Und ich konnte bei dem Fachseminar, das GoVT ausgerichtet hat, zum Thema KI in der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit mitwirken und war in der Planungsgruppe für die KI-Bildungskonferenz vom BIP. Cool. Okay. Willst du nochmal? Nee. Ich glaube, es war okay.